Moin Freunde, ich bin am Flughafen, schon wieder. Und wir machen jetzt den Check-in. Es geht nach Salta und Jujuy. Aber jetzt erstmal nach Salta mit dem Flugzeug. Und ja, ich nehme euch mit. Ich bin mit Juan und Noah unterwegs. Und viel Spaß. Un Pyjama. No! Noah meinte gerade, er geht wahrscheinlich zum Amt und holt sich einen Ausweis für Ausländer. Also quasi ein Perso. Weil man voll viele Sachen hier im Internet auch immer nur mit Perso bestellen kann, was voll ätzend ist. Und Mercado Pago auch nur damit funktioniert, deswegen werde ich auch machen. Auch sehr geil. Ich meinte so, ja nee, das reicht doch eigentlich, wenn wir eine Stunde vorher da sind und so. Wir kommen hier an, waren ein bisschen früher da, weil wir extra den früheren Bus nehmen wollten. Ist die Schlange einfach übertrieben lang vom Check-in. Da hatte ich auf einmal ein bisschen Eierflattern, aber wir haben jetzt noch fast eine Stunde. Jetzt machen wir den Security-Check und dann geht's ab in den Flieger. Und wir fliegen dann, glaube ich, knapp 2 Stunden, ein bisschen weniger. Lecker, lecker, lecker. Und die Leute stehen da schon wieder, obwohl es noch nicht mal angefangen hat. Das werde ich mein Leben nicht mehr verstehen, glaube ich. Warum? Das ergibt keinen Sinn. Und da stehen sie. Da stehen sie alle. Mochis Fresse ist ein Uhrensohn. Alles Klärchen. So viel dazu. So viel dazu. Da kommt er dann doch aus der Schlange. Ne? Que pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Hier, die Schlange wächst nur, deswegen haben wir uns wieder hingesetzt. Und der Kleine ist gerade so auf die Schnauze geflogen. Er hat sich dann so hingelegt. Warum? Weil er ein River-Trikot anhatte, deswegen ist er auf die Fresse geflogen. Die haben uns gerade ausgerufen, mit Vor- und Nachnamen. Haben die, als wir gerade direkt vor denen standen in der Schlange. Noah meint, das war schon immer mal sein Traum. Wir haben übertrieben die Turbulenzen und die kreischen ja los. Voy a juntar a Diego. Milateo. Ojalá no. Gleich geht's erstmal schön in den Burgerladen. Wir haben nämlich Hunger. Mega Deco. Quítate la ropa. Quítate la ropa. Va. Yo quiero un Megadibu. Yo quiero un Megadibu. Quiero un Megadibu. Tengo hambre. ¿Cómo? Tengo hambre, muchacho. La camiseta de Eslovenia. Mira, Bobo, mira. Ui. Facha. So, erste Sache, ganz wichtig, direkt nach dem Flughafen, wenn man den Bus nehmen will, öffentliche Verkehrsmittel. Man braucht hier eine Extrakarte, die man sich erst kaufen muss. Die muss man auch wieder aufladen und dann kann man erst den Bus benutzen. Tipp, wenn einfach reingehen, in den Bus rufen, hat jemand Guthaben und dann kommt jemand, hoffentlich, und bezahlt und dann gibt ihr dem einfach das Geld und perfekt und passt. Und ja, wir machen jetzt die letzten Meter zu Fuß, weil wir jetzt nicht nochmal in einen anderen Bus wollen, um nochmal zu fragen. Und dann kaufen wir uns einfach so eine Karte und dann laden wir die auf und dann passt das. So, wir sind jetzt im Apartment und wir haben einfach 2 Zimmer mit insgesamt 6 Schlafplätzen.
Das ist dann hier quasi so eine eigene Wohnung in so einem größeren Haus quasi. Das ist eigentlich ganz cool. Wir haben eine Küche, wir haben aber auch ein eigenes Bad und so. Von daher super. Kostet umgerechnet durch 54 € für 2 Nächte. 3 Personen. Ist okay. Oder ist sogar gut. Und jetzt gehen wir was einkaufen, weil wir alle vor Hunger sterben. Wir haben gerade noch eine kleine Siesta gemacht. Und let's go! Ja, Like da lassen und Abo da lassen. Ist kostenlos. Wir haben auch einfach eine Terrasse. Und wir sind hier gerade hochgegangen. Und wir waren sehr überrascht, weil wir einen krassen Ausblick haben in jede Richtung und die Terrasse einfach riesig ist. Ich zeig's jetzt mal. Also, wir können sogar Nassau machen. Ich glaube, da wird morgen der Grill angeschmissen. Jetzt wird hier erstmal mit der Aussicht gegessen. Das ist einfach nur richtig geil. Tengo que concentrarme. Me duele acá. Vamos. Para. Puta madre. Me duele acá. Ihm tun schon die Wangen, wie sagt er. The moment it's over. No, boludo, no puede ser. No. Boludo, no. Jesús, no puede ser. Puta madre. Okay, ich glaube. Transition. Ich habe die anderen jetzt auch schon angesteckt. Die fangen jetzt auch an zu vloggen. Für ihre Freunde und Familie. Oder für wen auch immer. Wer auch immer das sehen will. Aber, Alter, diese Aussicht, ne? Mit einem Traum. Wirklich. Morgen machen gleich Pläne. Morgen geht's wahrscheinlich auf eine kleine Stadttour. Den Berg da hoch. Auch noch ein schöner Ausblick. Und ansonsten mal gucken. Wir wissen noch nicht, wie lange wir hier sind. Wir machen das spontan, wie wir Bock haben. Ich denke mal so 3-4 Tage. Das ist ganz gut. Dann geht's nach Jujuy. Und dann Insekten. Ja, dann geht's nach Jujuy. Da gucken wir uns die Berge an. Die Salinas. Und dann geht's im Süden nach La Rioja und in so einen Nationalpark, Talampaya heißt der, glaube ich. Dann nach San Juan zu einer Freundin, die hat nämlich einen Pool. Und das muss man ja ausnutzen, weil es hier auch über 30 Grad werden. Und gerade auch da in der Gegend ist, glaube ich, nicht so feucht. Und danach geht's nach Mendoza und da chillen wir so auch 3-4 Tage, würde ich sagen. Da geht's zu den Termas, in die Therme. Da geht's auf ein Weingut, vielleicht auch auf mehrere. Und dann wird alles mal ausprobiert. Ein bisschen Berge erkunden und so. Soll auch sehr schön sein da. Und wir haben insgesamt 15 Tage und ich glaube, das wird ein Träumchen. Wir haben noch ein bisschen unseren Trip geplant nach dem Essen und haben auch was rausgestrichen, weil die Strecken hier einfach so krass lang sind. Man unterschätzt das als Europäer immer komplett, wie weit man hier eigentlich mal fahren muss von einem zum anderen Ort. Jetzt haben wir, was das angeht, einen guten Plan. Morgen erkunden wir Salta und ansonsten gute Nacht. Meine Freunde,
Der nächste Tag ist angebrochen. Wir haben geisteskrank rumgetrödelt. Eigentlich wollten wir um 9 raus. Jetzt ist es 10 vor 11. Wir haben aber noch eine Nacht hier hinzugefügt und konnten erst um 10 die Frau bezahlen, weil die dann erst gekommen ist. Und ja, jetzt geht's raus. Wir zahlen jetzt Geld ein auf das Konto von Juan, damit wir flexibler Tickets buchen können, unsere Bustickets. Und danach geht's die Stadt erkunden. Wir waren jetzt Geld einzahlen, haben jetzt in der Kirche kurz gechillt. Jetzt geht's zur Kathedrale. Danach geht's auf den Aussichtspunkt und danach mal schauen. Wir sind noch auf der Suche. Aka? Wir sind noch auf der Suche nach einem Bluetooth-Lautsprecher, weil so eine kleine Musikbox haben, nämlich keine dabei. Ich habe eine, so eine Charge 5, aber die ist recht groß und schwer. Und zum Reisen ist so eine kleine viel geiler. Wir haben jetzt einen Bluetooth-Speaker für 2600 Peso gekauft. Das sind nicht mal 10 Euro, das ist so ein kleiner nur, aber wir wollten noch nur einen kleinen. JBL Go kostet hier einfach 50 Tacken. In Deutschland kostet es irgendwie 33 oder sowas. Lohnt sich nicht. Ich habe mir gerade ein Portemonnaie gekauft und ich glaube, das ist das erste, was ich mir in über 5 Monaten außer Konsumgütern geholt habe. So, ich habe hier keine Klamotten gekauft, eigentlich nichts. Ich habe mir einen Fußball gekauft, aber sonst habe ich eigentlich nichts geholt. Diese Guacamole, das ist einfach nur ein Traum. Wir essen jetzt was und dann geht's hoch auf den Berg. Noah hat gerade erzählt, wie er in Sao Paulo am Busbahnhof war und ihn einfach random in so einem. Er hat sich mit so einem Typen unterhalten, in seinem Alter, und dann meinte der Typ so: Ja, mir gefällt die Fotografie, bla bla. Hast du Bock, ein paar Fotos zu machen? Dann haben die dann ein Fotoshooting gemacht, aber der ganze Busbahnhof war komplett voll. Noah meinte so: Ja, ich bin kein Model, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und er meinte so: Lauf mal so, guck mal so. Und alle haben ihn angeguckt. Was auch sehr wild ist, Sprudelwasser kommt immer in so einen Flaschen. Das ist nie wie bei uns. Andere Sache, Shoutout an NXH Fashion für das T-Shirt. Love it. Da hinten ist ein See. Hier ist ein dicker Park. Und hier kommt gleich auf der linken Seite die Seilbahn zum Berg hoch. Wir feiern hier 35 Jahre Teleférico und der Preis ist einfach nur die Hälfte von dem, was wir in Bariloche bezahlt haben. Wahrscheinlich, weil Bariloche einfach noch touristischer ist als Salta. Wir sind mit 2 anderen in der Kabine und die eine hat Höhenangst. El estadio de allá, ahí jugó su primer partido Messi. No. ¿Así? No, mentira. Y en ese hotel que se ve allá concebieron a Messi. Wir sind jetzt oben. Ciao.
Der Berg neben uns, da gab es vor kurzem einen Brand, hat er uns gerade erzählt. Er hat uns auch erzählt, welche Fußballclubs es gibt und wo die sind und so. Die überlegen wohl auch, von hier aus noch eine Seilbahn zum nächsten Berg zu machen. Aber viele haben wohl da gar keinen Bock drauf aus der Stadt und sind dagegen. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber das ist so eine Diskussion. Genau. Hier oben ist richtig schön, hier gibt es einen Park. Der hat uns gerade erzählt, dass da hinten ein Restaurant ist, wo du 8 Gänge kriegst, aber für 60.000 Peso. Und glaube ich 200 irgendwas Euro. Aber man muss es immer in Peso sehen. Und das ist für die einfach brutal teuer. Und da hinten gibt es noch ein Restaurant, was ein bisschen günstiger ist, aber generell sollte man unten essen, so wie wir es gemacht haben. Wer Bock hat, kann ja auch ein bisschen pumpen gehen. Richtig random so. Oh, voll nice. Natürlich auch wieder ein Kreuz. Man kennt's. Hurricanes. So geil, du hast so links und rechts Berge und dann hast du in der Mitte nochmal so eine kleine Kette. Sieht einfach so cool aus. Gerade kam die Frage auf, ob man für 100.000 Peso, was so circa ein bisschen mehr als 300 Euro sind, den Kaktus lecken würde. Weiß ich jetzt nicht. Eine Kabine für uns alleine. Meine Leine. Und jetzt wird erstmal schön Musik gepumpt. Musik gepumpt. Musik gepumpt. Puta madre. La puta madre. Ahora una tecita. Er meinte gerade, die reden in der Boxgruppe mit Freunden über normale Sachen und 2 Minuten später fangen alle an, sich zu beleidigen. Ich habe auch den übelsten blauen Fleck hier, weil ich einfach, als wir nach Hause gekommen sind von der Party, José und ich, bei ihr zu Hause ist so ein Heizkörper im Flur und das Licht war aus und ich bin da so gegen gescheppert, Alter. Das war gar nicht geil. Ich bin Deutsch. Ich bin Franzos. Krass. Franzuski? Franzose. Je ne le sais. Franzose. Franzose. Si. Ich bin Franzose. Si? Wow. Digga, was? Chilliger Erdbeeren, Junge. Chega Erfurt. Vas a hacer todo el día ahora? Sí. Voy a imitar tu lengua. Entonces voy a imitar el dialecto francés. No es así. Ah, sí. Tengo hambre. Schon algo así. Sí, sí. Hier ist so ein kleiner Markt, wo es einfach gefühlt alles gibt. Da ist ein See. Hinter uns ist einer. Ich filme den lieber nicht. Der hat aber einfach Messi auf der gesamten Wade. Der hat Messi tätowiert und das Datum vom Finale, glaube ich. Digga, die Leute. Ist jetzt nicht so romantisch, glaube ich, hier sich ein Boot zu mieten in der Plörre. So, dem Kleinen mit dem Mate in der Hand geht's nicht so gut.
Deswegen geht es jetzt nach Hause. Wir ruhen uns ein bisschen aus. Ich schneide meine Vlogs und wir kaufen die Tickets für morgen. Morgen geht es nach Cafayate. Und wir fahren wahrscheinlich gegen 6 Uhr oder so los. Machen den Tag über Vollprogramm, gucken uns die ganze Stadt an. Ein bisschen die Steinformation und so, die es ringsherum gibt. Und dann fahren wir um 7 Uhr abends wieder zurück. Heißt, wir haben so 9 Stunden dort. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann geht es den nächsten Tag nach Jujuy. Ist schon echt schön hier, auch so die Häuser drumherum. Die haben Stil. Und Palmen sind auch immer ein richtiger Mehrwert einfach für die Atmosphäre. Das ist schon sehr geil. Die Tauben hier nicht, die Ratten der Lüfte nicht, aber die Kleinen hier. Te voy a matar, ¿sabes que te voy a matar? Ay, puta. Ok, repito. Okay. Sos un pendejo. Das hat 10 Jahre gedauert. Bus-Tickets zum Kaufen, Alter. Musste kosten, nada. Ja, der Kleine ist ein bisschen auf 180. ¿Cómo se dice pendejo en alemán? Lo que me has dicho No hay en la palabra. Nada, lo que me has dicho en el aeropuerto, ¿cómo es? Amlock. Arschloch. Arschloch? ¿Cómo? Arschloch. Arschloch. Sí. Maurice Reze ist ein Arschloch. ¿Eso es? Tu madre. Assi. So, wir gehen jetzt noch kurz Wasser einkaufen, weil wir nichts mehr haben. Morgen früh um 6 geht's nach Cafayate. Wir haben gerade noch versucht, unseren Trip zu planen. Das Problem ist, wir haben uns jetzt doch dafür entschieden, ein Auto zu mieten für Jujuy für 3 Tage. Weil wir zu den Salinas Grandes wollen. Alles andere auch viel entspannter ist, wenn man einfach wohin geht, sich alles anguckt und entscheidet, wann man wieder fährt. So. Und nicht im Büro sich rumstressen muss mit Bussen und so. Und so können wir auch dann länger Zeit dort verbringen, in der nördlichen Region, uns alles angucken. Was nur übel Abfuck ist, im Internet sind die günstigen Autos, die man mieten kann, leider alle am Flughafen abzuholen. Das heißt, wir machen es jetzt so, wir fahren Donnerstag früh nach Jujuy mit dem Bus, bringen unsere Sachen ins Apartment und dann teilen wir uns auf, jeder geht zu 2 Autovermietungen, fragt, was das kosten würde und dann sprechen wir uns ab und nehmen den günstigsten Preis. Das ist hier nochmal die Aussicht bei Nacht von unserer wunderschönen Terrasse. Schon nice. Wir machen uns jetzt noch ein Lunchpaket für morgen fertig. Und dann geht's auch an ins Bett, weil wir um 6 Uhr schon losgehen müssen. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo da und schreibt einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. In diesem Sinne, bis dann. Schade, ja, du hast mich outplayed, so high, frag, wann komm ich wieder down, ey, ja, bist du mein Kopf auf meinem Phone, ey, caught up in my feelings, ich komm nicht mehr